Er kletterte ungesichert in die steilsten Wände. Er balancierte gefährlich nah am Abgrund. Der Bergsteiger Ueli Steck. Die meisten, die mich zuerst mal sehen und nicht wissen, was dahinter steckt, die haben das Gefühl, der Steck, der spinnt, oder? Der Mensch braucht irgendwo Herausforderungen, er braucht irgendwo ein gewisses Abenteuer, weil es macht mein Leben auch lebenswert. Er war wohl der Beste, mit dem ich je geklettert bin. Wie er die Wände hinaufrannte, fitter als alle anderen. Ueli Steck schaffte an den größten Nordwänden Geschwindigkeitsrekorde. Vor 3 Jahren stürzte er im Himalaya 1000 Meter in die Tiefe und starb. Es ist ein schmaler Grat zwischen Überleben und ums Leben kommen, oder wenn man an die Grenzen geht. Weshalb suchen Menschen ihre Grenzen? Und warum gehen sie so hohe Risiken ein? Was hat Ueli Steck angetrieben? Kathmandu, Nepal. Am Tag des Unfalls war er zu ihm unterwegs, Robert Bösch. Der Fotograf war nach Kathmandu gekommen, um Ueli Stecks Expedition am Everest fotografisch zu dokumentieren. Stattdessen erhielt er hier in Kathmandu die Nachricht vom Tod seines Freundes. Das war schon ein grausamer Moment. Ja. Und gleichzeitig muss ich sagen, rückblickend, ich war extrem froh, dass ich da war in dieser Zeit. Also, ich bin eigentlich froh, dass ich das nicht erleben in der Schweiz. Das ist eigentlich, ich bin eigentlich dieser Situation dankbar, dass ich da war. Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als wir uns am Flughafen trafen. Und du sagtest, ich habe sehr schlechte Nachrichten. Dandy Sherpa, ein Freund von Ueli in Nepal, überbrachte Robert Bösch damals die Todesnachricht. Du bekamst die Nachricht 5 Minuten, bevor ich ankam. Ja, ich erhielt die Information gerade vor deiner Landung. Vielleicht eine halbe Stunde vorher. So ein unglaublicher Moment. Aber eigentlich fängst du es erst so richtig an zu begreifen, wenn sich dann all das, quasi der Staub wieder leitet und der Alltag weitergeht. Und dann merkst du plötzlich, ja, jetzt heute hätte ich den Ueli angerufen, ob er Zeit hat zum Klettern. Und das ist so, und im gleichen Moment weisst du, er ist ja nicht mehr da. Aber dann merkst du, wo er darüber auffällt. Und da hat er für sich ein Gewehr rausgeschnitten. Ja, Gewehr, genau. Am Songlatli, ja. Tigerklinge. Das ist Tigerklinge. Wie heisst das? Wie hat das der geheissen? Das Schäckchen, das er selber genäht hat. Die Hose, die ich ihm genäht habe. Das ist irgendwie im Mittal an einem Ort, wo er einklettern. Aha. Er ist einfach gäng noch da. Es ist einfach noch ein bisschen zu nach. Aber man kann jetzt einfach gut darüber reden, ohne dass es einfach Tränen gibt. Oder schau, das ist die gleiche, das ist schon 95. Das ist Das ist, ja. Das ist ja auch einmal gefallen, oder? Ja, beim Einklettern. Als er da mit 16 zuerst mal den Tiger Nordwang auf ist, da haben wir nicht so wahnsinnig gut geschlafen. Gell? Ja. Aber wir haben gesehen, das ist sein Leben.
Und wir wollen unser Leben von dem her mit Angst und weiss nicht was auch nicht kaputt machen, oder? Es kann ja allen Orten irgendetwas passieren, von dem her. Im Hinterkopf hat man es, aber wenn es passiert, ist es eine Katastrophe für alle Eltern. Oder es ist einfach so, wenn ein Mensch stirbt, ist es einfach etwas. Oder? Und dabei ist es ja das Natürlichste auf der Welt. Oder? Jeder muss es gehen. Der Fotograf Robert Bösch ist selber Bergsteiger. Oft war er zusammen mit Urli hier in Nepal. Es ist 2019, 2 Jahre nach Urli Stecks Tod, als wir ihn in Kathmandu treffen. Wir wollen nochmals in das Leben seines Freundes eintauchen, verstehen, warum er immer wieder die Herausforderung suchte. Fototermin für einen guten Zweck. Can you go behind? Robert Bösch fotografiert für ein Schweizer Hilfswerk. Oh, you look great. Big smile, no smile. So. Geh noch ein bisschen weiter ab und dann gehst du noch ein Stück hoch. Er dokumentierte die Karriere von Urli Steck von Anfang an. Pickel einschlagen. Halt noch ein bisschen hoch. Ich mag mich erinnern, einmal, als wir dort am Eigengipfel noch gefilmt haben. Dort vor allem. Es war 20 minus und etwa fast 100 Stundenkilometer Wind. Und das sind beide restlos am Anschlag. Und das funktioniert dann nur noch. Da gibt es dann nicht mehr «mach's nochmal» oder so. Sondern ich habe die Finger nicht mehr gespürt. Ich habe schauen, ob ich die Finger ob ich ausgelöst habe. Ich habe es nicht gespürt. Und er hat weiße Flecken im Gesicht bekommen. Und wenn man dort jetzt noch jeder hätte müssen den anderen sichern und da lang hin und her machen, hätte man es vergessen können. Es ist nur gegangen, weil wir es so schnell haben können machen und nachher weg. Genau solche Erlebnisse, das bindet dann auch und gibt eine gewisse Tiefe in ihrer Freundschaft, wenn man mal so ein bisschen unangenehme Situationen zusammen erlebt. Urli Steck, wie man ihn kannte. Allein und ohne sicherndes Seil in einer riesigen Wand. Jetzt in der Wand einsteigen ist für mich, ich bin 100% überzeugt, dass ich am Abend auch wieder daheim bin. Also Absturz existiert in diesem Moment nicht mehr. Es existiert im Vorfeld, musst du das ganz klar analysieren. Also, hey, ist das möglich? Ist das nicht schwer? Ist es nicht gefährlich? Da bist du ganz klar bewusst, in was für eine Situation du dich manövrierst. Ich glaube, es ist da drüben. David Göttler, deutscher Profi-Bergsteiger, kannte Urli Steck sehr gut. Hey! Hallo! Hey! Alles gut? Ja, super, super. Alles gut geklappt. Willkommen in Kathmandu. Ja, danke. Du bist ja auch nicht zum ersten Mal hier. Genau, das erste Mal war ich hier mit dem Uli. Schau, dein Zimmer ist... Wo ist das? Ich habe natürlich jetzt das Grosse genommen. Nein, du, mir ist total wurscht. Ich war im Shishapangma Südwand-Basislager und es war genau der Ort, wo ich ein Jahr vorher mit dem Uli war. Und dann kam die Nachricht eben, dass der Uli ums Leben gekommen ist am Nupze. Ja, es reißt einem so, oder mir hat es einfach so den Boden unter den Füßen weggerissen, in dem Sinne. Und
habe zu weinen angefangen, war ja quasi aufgelöst. Aber man befindet sich dann in so einem Vakuum erstmal. Man begreift es nicht. Total surreal. Trotz des Todes seines Freundes macht David Göttler weiter mit dem Bergsteigen. Schon in wenigen Tagen will er Richtung Everest aufbrechen. Für ihn war Ueli Steck absolut einzigartig. Dieses Commitment, quasi in diese Ausgesetztheit zu gehen, mit so einer Konsequenz, mit so einem Minimalismus dann an Sicherheitsnetzen quasi, die da irgendwas noch quasi, wenn irgendwas außerplanmäßig läuft, irgendwie greifen. Das ist einfach ja, für mich das Außergewöhnliche an der Unternehmung gewesen. Kurz vor dem Aufbruch ins Everestgebiet wieder passiert ein tragischer Bergunfall. Ja, ist fürchterlich. 3 junge Profi-Bergsteiger sind in einer Lawine ums Leben gekommen. Es waren Könner, wie Ueli. Bergsteigen fordert das Schicksal heraus und ist immer ein Hoffen auf gutes Gelingen. Robert Bösch und David Göttler planen gemeinsam Richtung Everest zu reisen. Gleich gefunden. Billy Bierling ist Chronistin des 8000er Bergsteigens. Ein Eintrag in ihre Himalaya-Datenbank gehört für Alpinisten wie David Göttler zum Ritual vor einer Expedition. Es wird auch festgehalten, wer mit wem unterwegs ist. Der David und der Uli, die haben sich wirklich gefunden. Also ich weiß es noch, ich war mit dem Uli Abendessen, bevor er vor 2 Jahren zum Everest ist. Ja, da waren wir Abendessen und dann haben wir uns unterhalten. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, ich freue mich so, dass das mit dir und dem David so gut klappt. Und dann hat er wirklich so ein Strahlen in den Augen gehabt und hat gesagt, ja Billy, endlich habe ich jemanden gefunden, der genau die gleiche Ethik oder die gleiche Trainingsweise hat wie ich. Genau. Gehst du vorher noch irgendwie auf einen anderen Berg? Nee. Lobuche oder nicht? Nee. Direkt, also gut. Du nimmst keine Sherpas, keine anderen Berge. Und wann kommst du dann ungefähr im Basislager an? Ich bin auch ganz wenig nur im Basislager. Ah ja? Also ich gehe immer runter nach Ferice. Manchmal überrascht mich selber irgendwie, dass ich sage, hey krass, irgendwie, wie kann es sein, dass jetzt 3 Freunde irgendwie ums Leben gekommen sind und ich trotzdem diese Motivation irgendwie zu spüren, jetzt an Everest zu gehen und mich wirklich darauf freue irgendwie. Diese 2 Gefühls irgendwie, ja, Extreme, die da irgendwie in einem drinnen sind und weiß nicht, warum das so ist, aber ist so, genau. Kann sein, das ist so. Ich meine, wir sind sicher auch saugut, sage ich immer, die Bergsteiger, eben quasi im Verdrängen von solchen Ereignissen. Gehst du auch nach Lukla? Ja, ich bin dein Pilot. Echt? Das ist gut. Oh, this is good. Vom Flughafen Kathmandu aus geht es in einem einstündigen Flug mit dem Helikopter ins Khumbu, das Gebiet um den Everest.
Lukla, ein Gebirgsflughafen auf 2800 Meter Höhe. Alle Nepal-Reisenden kennen ihn. Er gilt als der gefährlichste Flughafen der Welt. Wenn man halt sich anschaut, wo die hier landen müssen, in den Bergen, die Landeplan geht irgendwie so steil bergauf, ist super kurz. Das ist halt berühmt berüchtigt für immer wieder auch irgendwelche Unfälle. Und jetzt gerade letzte Woche war hier beim Starten, das sieht man noch oben, der Flieger irgendwie, der hier quasi von der oder Startbahn dann in dem Fall abgekommen ist. David Göttler war oft mit Ueli Steck hier im Everest-Gebiet zum Trainieren. Und auch Robert Bösch war früher als Bergsteiger hier an den 8000ern. Was am Ueli was mir immer so als Bild quasi hängen bleibt, sobald wir angefangen haben, uns zu bewegen, irgendwie, sobald er in Bewegung war, laufend oder am Berg oder dann war er irgendwie so, es war wirklich so ein Schalter, der umgelegt worden ist und war irgendwie so voll in seinem Element. Ja. Ich kann mich noch erinnern, beim ersten Mal war ich echt brutal nervös, weil wir laufen, wie laufen? Also ist es wirklich laufen oder ist es schnell gehen? Oder es gibt ja viele quasi Abstufungen so. Kilometer? 25 Kilometer, 2000 Höhenmeter. David Göttler filmt die Reisen mit Steck für seine Vorträge. Also ich spüre die Höhe von fast 5000 Metern. Wenn es steiler wird, wie hier hinauf zur Lodge. Good. So where are you from today? Namche. From Namche. Yeah. Hello. Namaste. David. David and Lobsang. Lobsang. You were lucky. Yes. Uli Steck kehrte immer an den gleichen Orten ein. So entstanden viele Freundschaften. Day for yesterday, no flights. Today, no flights. No flight. He makes me finish, eh? Ihr macht mich fertig. 6 hours. 6 Stunden, 36 Minuten von Chukung. Heute? 2 Pässe, ja. Darum sind wir hungrig. Rennen ja. Chukung, Kong Mala, Chola Pass. Hier. Jetzt Retour? Jetzt Trenchola, Namche. Wow, viel Glück. Ich habe immer gesagt, hey, die schaut echt so ein bisschen lahm aus auf den Bildern. Wenn du Trekkingstock hier nur unterwegs bist, nimm doch einen Pickel. Ich habe gewusst, er braucht keinen Pickel. Und ich habe mir das nicht irgendwie geraten zur Sicherheit, sondern einfach für besseres Bildmaterial irgendwie. Und er so, nein, das brauche ich nicht. Und wenn das Bildmaterial nicht passt, dann ist es ihm auch egal. Aber vollkommen stur in der Hinsicht. Du brauchst einfach schnelle Schuhe, dann reichen Stöcke. Abla! Und tschüss! Wow. Komm, wir gehen hoch. Gut. Absteigen soll der Niklas. Nein, Max, er soll doch dran. Aufgewachsen ist Uli Steck im Emmental. Seine Eltern leben heute noch hier. Wie auch ein Bruder mit seiner Familie. Uli war der jüngste von 3 Brüdern. Das Windspiel. Da hat sich nie stillhalten. Es musste etwas müssen gehen. Da ist schon etwas geknübelt oder ja, einfach eine Lebige gsi. Wir hatten natürlich auch die Gelegenheit, dass was sie aufgewachsen ist, natürlich auch ideal gsi. Du hast schon gerne rauslassen. Das war natürlich schon das Eins und so gsi. Dass sie nicht nur in der Stube waren. Und eben, wir haben auch viel gemacht mit ihnen. Einfach draussen. Auch im Wald oder... ja. Aber hilfe dir, kannst selber. Ja, nimm mal etwas
Darf etwas trinken? Hast du ausgetrunken? Die beiden Brüder von Ueli haben als Kinder Eishockey gespielt. Ueli gefiel das nicht. Er wollte klettern. Und ich bin da schon gerade nicht ganz nachgekommen, wie er jetzt gerade auf Klettern will. Dann hat er mir eben erklärt, weißt du was, beim Klettern ist das eigentlich relativ einfach. Wenn man hochkommt, ist man gut. Wenn man nicht hochkommt, dann muss man üben, bis man hochkommt. Und das ist nicht der Trainer die Schuld, das ist nicht der neben der anderen die Schuld. Das hat er mir in der 4. Klasse so gesehen. Und dann bin ich da so gestanden. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, so gut. Aber ich hatte ja keine Ahnung von Klettern. Oder? Aber ich hatte noch einen Kollegen, den Morgenthaler Fritz. Der ist etwa viel noch gegangen. Und dann, aber da haben wir noch den Tauversetz gemacht. Und dann bin ich einfach mit ihm abseilen. Nicht klettern, abseilen. Und dann haben wir ihn einfach dort unterstützt. Oder? Das ist, für uns ist Gang. Du nicht, Niklas, du nicht, besser gut. Für uns war Gang klar, es wird etwas gemacht, aber etwas. Und das wird durchgezogen. Es wird nicht einfach angefangen, etwas zu machen und nachher, wenn wir ein bisschen beißen mussten, aufhören. Aber Uli war schon am meisten der Ehrgeizige. Ja. Ja. Wir mussten immer damit rechnen, dass ihnen etwas passiert. Aber ja, man kann es gleichfalls nicht glauben, wenn es so weit ist. Hätte nicht müssen sein. Nachher kann man sagen, vielleicht hat man gesagt, das kommt nicht in Frage. Oder? Aber wenn ich denke, er ist als Bergsteiger ist er weniger verletzt gewesen, wenn der Bruno Eishockey gespielt hat. Oder? Er war immer Top-Zweck. Oder? Und er hat sein Leben gelebt. Und wir als Eltern haben das Gefühl, wenn wir die Pflicht gemacht. Es ist jetzt einfach so. Manchmal kann man ein bisschen gut umgehen und dann gibt es einfach wieder Situationen, wo wir einfach nicht darüber reden können. Es ist jetzt zum Beispiel im Fernsehen, was Klettern und was mit dem Zeug, das können wir noch nicht schauen. Das ist einfach noch ein bisschen tabu. Das ist wirklich einfach noch zu nach. Darum haben wir auch für uns hier ein Plätzchen, wo wir in die Berge sehen, wo wir her können, Kerzen anzünden. Und dann geht es dann auch wieder. Damit wurde Ueli Steck weltberühmt. Mit seinen Geschwindigkeitsrekorden in der Eiger Nordwand. Die ganze Eiger Nordwand schaffte er 2007 in unglaublichen 3 Stunden 54 Minuten. Doch das war erst der Anfang. Nach einer Woche so hatte ich ein komisches Gefühl. Ich habe mir überlegt, ja, ist das schon cool und ist schon schön, oder? Alle, wow, Wahnsinn, oder? Steckklettern unter 4 Stunden Eiger Nordwand, das ist ja jetzt irgendwie ganz etwas Neues. Und für mich ist es mal so ein komisches Gefühl. Ich dachte, ja, aber dort habe ich nicht schön, dort habe ich irgendwie komisch da beim Klettern. Die Stelle, die kannst du doch viel lockerer klettern. Dort bin ich nicht ganz optimal in der Spur gewesen. Dort bin ich auch nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht mein Limit. Und so geht er ein Jahr darauf nochmals.
Für den zweiten Versuch ist er noch besser vorbereitet. Er trainierte noch härter als vorher. In meinem Inneren bin ich halt leistungsorientiert, das gebe ich zu. Und ich definiere mich selber sehr stark über meine Leistung. Wie mehr dass du etwas investierst, wie mehr Wert hat das. Das Projekt, das ist wie beim ersten Mal, das ist einfach so gelungen. Und darum hat das keinen Wert für mich und das hat mich gestört. Und das war für mich der Punkt, so, jetzt sollte ich nochmal einen Rekord machen. Diesmal ist er mehr als eine Stunde schneller. Er braucht 2 Stunden 47 Minuten. Keine Zeitung, die nicht über ihn und seine Rekorde geschrieben hätte. Er hat sich einfach nie verbogen. Er ist immer authentisch geblieben. Er ist mit allen Leuten gleich umgegangen. Er ist sicher nie abgehoben. Und was glaub, die Leute an ihm geschätzt haben, ist, er hat erst meistens von Projekten erzählt, wenn er es geschafft hat. Und nicht schon irgendwie etwas gross angekündigt, sondern zuerst Leistung gebracht. Und dann hat man davon geredet. Und das ist, glaube ich, schon so eine Eigenschaft, die die Leute in der Schweiz so schätzen. Bruno Steck führte für seinen Bruder die Geschäfte, als dieser immer berühmter wurde. Daneben hat er eine Immobilienfirma. Der Ueli war einer, der sehr, sehr sparsam gelebt hat. Und der Rappler 3 oder 4 Mal umgekehrt hat, bevor er ihn ausgegeben hat. Und was ihm dann besser ist gegangen, war es aber auch so, dass er sehr grosszügig war und sich eben mal eine Reise geleistet hat, erste Klasse und nicht Business Class. Und von den Einnahmen her bei ihm war sicher ein grosser Punkt die ganzen Vorträge, die er machen für verschiedene Organisationen. Und das andere waren sicher auch die Sponsoren, die er zum Teil während seiner ganzen Karriere begleitet. Die Speedrekorde am Eiger machten Ueli Steck schnell zu einem der berühmtesten Bergsteiger. Einem gefragten Vortragsreisenden und Interviewpartner. Viele klettern gefährlicher mit einem Partner als ich allein. Warum? Weil ich mich auf einem anderen Level bewege. Ich bereite mich minutiös vor, bevor ich etwas mache. Ich bin Schweizer, mache alles Schritt um Schritt. Seine Sponsoren konnte er sich aussuchen. Also mich interessieren nur Sachen, die mich sportlich interessieren. Und dann überlege ich mal, kann man das vermarkten oder nicht? Mache ich jetzt das einfach für mich? Kann ich mir das leisten? Das ist jetzt etwas, was ich für mich mache, was zusätzlich ist, aber das ist jetzt nicht eine grosse Geschichte. Oder muss jetzt mal wieder, ja, eine gewisse Leistungsausweis muss da sein, gegenüber einem Sponsor. Also, ich kann nicht irgendetwas machen für schöne Fotos, das interessiert mich schlicht und einfach gar nicht. Und das habe ich auch nicht nötig, zum Glück. Now you're already late. Du bist spät dran. Ich habe schon Anfragen für 2011. Aber Dezember ist in einem halben Jahr. Ja, das ist voll. Ich bin schon gebucht für 2011. Schade. Schreib eine Mail. In Moskau fragen alle, wann kommt Ueli endlich zu uns? Ich komme gerne. Wenn du flexibel bist, finde doch ein Datum für nächstes Jahr.
if you're fixed with the date, it doesn't work this year. Just make a date for next year. Profi kann jeder werden. Es ist immer die Frage, was bin ich bereit dafür zu tun. Und auf wie viel bin ich bereit zu verzichten. Also von Uli hat man nie verlangen, dass er an einem Geburtstag oder so ist oder an einem Familienfest. Aber das ist man sich im Umfeld bewusst gewesen. Wenn er irgendwo war, dann ist er halt nicht gekommen. Das muss man akzeptieren. Und das andere ist natürlich auch der Trainingsfleiss und der Trainingswille. Eben dann, wenn die Öffentlichkeit nicht sieht, was man macht, eben dann gleich am Morgen um 5 Uhr aufstehen und auf einmal 2 Stunden im Regen säckeln, ohne dass irgendwie jemand das sieht. So solche Sachen, ich glaube, die Selbstdisziplin, die er hatte, war riesig. Es blieb nicht beim Speedrekord am Eiger. Er wollte die schnellste Zeit an allen großen Nordwänden der Alpen. An den Grand Jorasses im Mont Blanc-Gebiet und am Matterhorn. Musst du zuerst den Kind... Musst du beide mitnehmen? Ja. So. Langsam. Achtung. Warte noch, Tobias. Gut. Also. Nimmst du das Bündeli? Also, komm. Schau. Dann muss auf die Mama warten. Also, komm. Gehen wir. Ist gut. Ich kann das nicht nachvollziehen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Ich will mir nicht vorstellen, was passiert, wenn eines von meinen Kindern jetzt auf das Mal fehlen würde. Das bricht einem schon das Herz und da knackt man das ganze Leben lang dran. Eishockey gehört nach wie vor zum Leben von Bruno Steck. Er war 15 Jahre lang Profi, mit dem ZSC sogar Schweizer Meister. Man braucht doch ein bisschen Glück im Leben manchmal. Und das hatte ich sicher gehabt. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, nebst Talent ist einfach Freude an dem, was du machst. Und wenn du Freude hast, dann denke ich, ist egal, was du machst, du hast in dem Erfolg. Heute ist der Trainer zu Hause im EHC Burgdorf. Ehrgeiz liegt in der Familie. Ueli war nicht der Einzige, der zielstrebig auf einen Erfolg hinarbeitete. Super, hey! Nächster komm! Er hat halt schon als Kind einfach überdimensioniert, hat er trainiert und gemacht. Er hat einfach schon nicht viel gerade dem Zufall überlassen. Ich weiß nicht, wo er das herkam, so kann ich nicht sagen. Wenn er etwas im Kopf hatte, hat er es im Kopf gehabt, das hätte man ihm nicht können. Oder? Bruno war ein bisschen ähnlicher. Oder? Der ist ja als Eishockeyspieler nie irgendwie als Talent anerkannt gewesen. Zuletzt hat er gleich einfach in der Nationalliga gespielt. Oder? Und so. Aber es war nur eine Kopfsache, oder? Weil er einfach das wollte. Und der älteste Sohn der mit einem Modellflüger, der tut noch jetzt gegen, oder? Und war einfach dort voll dabei gewesen. Und ist dort ja auch Schweizer Meister geworden und so. Das ist ja doch ein bisschen eine Kopfsache, oder? Ja. Schauen. Zurück in Lukla in Nepal. Robert Bösch und David Göttler warten auf den Weitertransport. Der Pilot Maurizio Follini war ein weiterer Weggefährte von Ueli Steck.
Normalerweise arbeitet Maurizio Follini im Engadin, hilft aber während der Bergsteigersaison in Nepal aus. Den Ueli habe ich eigentlich in Nepal kennengelernt. Und dann haben wir uns auch in der Schweiz gesehen für kleinere Projekte. Und in diesem Jahr haben wir unsere ersten Bergsteigerprojekte miteinander eigentlich machen. Und die haben mich eigentlich sehr gefreut. Bin ich auch sehr nervös gewesen, mit so einem starken Bergsteiger können etwas zusammen machen. Das Everest Base Camp auf 5400 Meter. Es ist April und die ersten Everest-Expeditionen sind schon da. Maurizio Follini ist hier eine Institution. Er war der Erste, dem eine Rettung auf 7800 Meter Höhe gelang. Auch am Todestag von Ueli Steck war er im Einsatz. Ich war an dem Tag im Nanje am Trainieren, mich akklimatisieren. Und dann weiss ich noch, da ist eine Meldung gekommen. Also haben sie mit telefoniert von der Basis. Ich müsste mich parat machen. Ich habe einfach gewusst, etwas am Everest. Mehr hatte ich kein Detail. Dann haben wir uns parat gemacht mit dem Lakpan Urbo als Rettungsspezialist, um eine Longline-Rettung zu machen. Und als der Lakpan Urbo kam, hat er mir eben gesagt, es handelt sich um den Ueli Steck. Erst dann habe ich gewusst. Da war ich einen kurzen Moment schockiert, aber dann habe ich mich konzentriert auf meinen Job. Und mein Job war, einfach die Rettung durchzuführen. Er fliegt mit uns nochmals hoch, dorthin, wo er seinen toten Freund bergen musste. Am Nuptse, zuhinterst am riesigen Khumbu-Gletscher. Everest, Lhotse und Nuptse bilden hier ein Hufeisen, dessen Überschreitung im Höhenbergsteigen als eines der letzten ungelösten Probleme gilt. Da ist er abgestürzt. Da. Zuunterst unten war er. Er ist natürlich mehr als 1000 Meter so ab über das ganze Gelände. Und irgendwann zusammenlesen, der Tunnel auf dem Gletscher war gar nicht schön gewesen. Und jetzt, wo ich jetzt noch mal die Absturzstelle gesehen habe, ist natürlich auch noch Emotionen sind dann wieder wach geworden. Wir sind auf 7000 Meter. So hoch hinauf können nur wenige fliegen. Das Lager 2 auf 6400 Meter. Von hier aus war damals Ueli Steck gestartet. Allein. War es zu viel Risiko? Ich glaube nicht, dass der Ueli mehr riskiert hat als andere Menschen. Der hat das gemacht, wo er dafür auch trainiert hat. Und ich habe den Ueli mit meinem Job auch verglichen. Ich habe in der Flügerei auch der Mensch, also der Pilot und Maschine, auch am Limit stoßen, wie der Ueli im Bergsteigen auch gemacht hat. Wegen dem heisst es nicht, dass wir einfach Selbstmörder sind. Wir leben einfach so intensiv unser Leben, so wie es für uns passt. Namche Bazaar, der Ausgangspunkt für alle Everest-Trackings.
Nach dem Helikopterflug treffen sich hier die 3 Weggefährten von Ueli Steck. Und, wie war's? Ja, gut. Hoch oben gewesen? Ja, ein bisschen, ja. Ja, nicht gerade so hoch, so bis auf etwa 7000. Zum Beispiel eben dort Nupse-Flanke, dort, wo der Ueli Absturz war, dort ist blank, oben durch. Aber eben, es sieht gut aus. Wie war das damals, wo ihr damals nach dem Absturz vom Uli warst, da blank oder was? Ja, es war eigentlich gut eingeschneit. Ja. Gefunden haben wir ihn hier unten, unterhalb von dem grossen Seerack, hier bei dem Fels. Hier unten war er. Hier. Ja. Also. Wer hat ihn als erstes eigentlich gefunden oder wer hat ihn da, weißt du es noch? Es hat alarmiert, hat den Leute hier im Camp 2. Okay. Ja. Weil sie haben ihn beobachtet, wie er raufgegangen ist. Oder? Und nachher, ob sie ihn gesehen haben, abstürzen, das weiß ich nicht. Oder? Aber der Alarm war von dem Camp 2. Und der erste Alarm, den ich gekriegt habe, ist eigentlich das 2. Dass er mit dem Franzosen. Mit Yannick. Mit Yannick, Genau, aber der Yannick ist dann... Ja, dabei hat der Yannick ihm nur ein Stückchen begleitet und dann ist er links gegangen. Oder? Okay. Aber das ist am Anfang geheißen, beide sind abgestürzt. Oder? Okay. Ja. Was sicher klar ist, das war nicht eine Tour, die für ihn am Limit war. Und die andere Überlegung, das stimmt auch. Also es passiert halt ganz viel Unfälle beim Bergsteigen passieren eigentlich dann, wenn man nicht am absoluten Limit ist. Also man hat immer den grössten Respekt vor diesen Situationen, wo man weiss, man geht das Limit. Und meistens passiert dort dann eben gleich nichts. Ja, weil am Anfang steigt man eben hier, wir hatten damals irgendwie hier unser Lager und da ist eigentlich so, ja, da kommst du hier nicht rüber. Also da fällst du jetzt nicht am Anfang hier da runter. Und er muss weit oben gewesen sein, weil man ihn da unten gefunden hat. Ja. Ueli Steck war bereits berühmt in Europa, aber noch nicht in Amerika. Er reiste deshalb für ein Kletterprojekt in den Yosemite-Nationalpark in Kalifornien. Als europäischer Bergsteiger da kannst du eigene Nordwand klettern, da kannst du Matterhorn klettern. Man nimmt es zwar wahr, aber wenn du im Yosemite Valley etwas machst, dann wird das wirklich auch honoriert und sie haben auch Bezug dazu. Und darum ist es eigentlich sehr, sehr wichtig. Die bekannteste Route am Granitturm El Capitan ist die Nose. 2010 wollte Ueli Steck auch hier einen Speedrekord versuchen. Zusammen mit Alex Honnold, dem heute wohl berühmtesten Kletterer der Welt. Als ich Ueli im Yosemite traf, war ich viel jünger, hatte kein Geld. Ueli war bereits so etwas wie eine Legende, bekannt und respektiert. Ich war beeindruckt, fand es toll, mit jemandem seines Kalibers zu klettern. Er war inspirierend. So hart und seriös wie er trainierte sonst niemand. Ich dachte, wahrscheinlich sollte ich auch härter trainieren. I'm up, Uli! Er war wohl der Beste, mit dem ich je geklettert bin. Aber er war nicht sehr erfahren darin, wie man die Risse hier klettert. Wir kletterten die Nose ein paar Mal. Und ich dachte, mein Gott, wir werden sterben. Er sicherte kaum, kletterte schnell, aber nicht solid. Und ich dachte, das wird ein Desaster.
Dann stürzte er 30 Meter ins Seil und war zum Glück unverletzt. Naja, leicht angeschlagen, aber nicht schwer. Und ich dachte, Gott sei Dank, jetzt haben wir eine Entschuldigung aufzuhören. Ich habe mir ein paar Schürfungen gegeben, ein paar blaue Flecken. Also von dem her ist eigentlich nichts passiert. Also es ist wirklich, als ich gestürzt bin, hat einfach der Alex vielleicht 6-7 Meter in die Höhe gezogen, oder, von meinem Sturz. Und das ist schön dynamisch. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Also, und das nehme ich euch auf. Er war eher bereit, wenn es drauf ankommt, auch mal dem Glück zu vertrauen. Ich kann das weniger. Wenn ich ihm zuhörte, was er alles für Solos und Klettereien gemacht hatte, dachte ich manchmal, das tönt aber heikel. Du hast das wirklich gemacht? Dabei ist Alex Honnold heute der Inbegriff des riskanten Kletterers. Im Yosemite, wieder am El Capitan, wagte er 2017 die schwierigste je ohne Seil gekletterte Route. Eine Sensation. It's 3,200 feet of sheer granite. It's the center of the rock climbing universe. Ich wurde oft gefragt, willst du das wirklich tun? Und ich sagte, ja. Ohne Seil balancierte er 1000 Meter über dem Abgrund. Im Kinofilm Free Solo wird alles mit Kameras festgehalten. Während der Filmaufnahmen stürzt Uli Steck ab. Ich war schockiert, als ich von Ulis Tod hörte. Ich hätte nie erwartet, dass ihm etwas passiert. Ich brauchte lange, das zu verarbeiten. Für mich sind meine Vorbilder unverletzlich. Es ist hart zu realisieren, dass jeder Pech haben kann. So funktioniert Statistik. Ich dachte, jemanden, der so gut ist wie Uli, dem stößt nichts zu. Aber es kann halt doch jeden treffen. Egal, wie gut er ist. Dachtest du auch an dich selbst? Ein bisschen, aber nicht wirklich. Aber das ist es eben. Jeder glaubt von sich, er wäre vorsichtig. Aber das dachte Uli natürlich auch. Der Mensch braucht irgendwo Herausforderung, er braucht irgendwo ein gewisses Abenteuer. Und wenn du das nicht mehr hast, dann bist du tot. Und das ist genau unser Problem, das wir haben. Wir wissen alle nicht, wie lange wir hier werden hocken oder wie lange wir hier irgendetwas machen können. Das weiss niemand. Das ist irgendwie eine Schweizer Mentalität. Das ist ein Problem, das wir haben in der Schweiz haben. Alles auf Sicherheit. Und wir machen es. Und wenn mal etwas schief geht, das ist die totale Katastrophe. Aber wir müssen es akzeptieren. Es ist nicht 100%. Man muss bereit sein, ein Risiko einzugehen, sich der Gefahr auszusetzen, aber nicht zu viel. Und die ganze Mischung die führt einfach zu so einem extrem intensiven Erleben. Und das hat Suchtpotenzial. Also das ist nicht ein Genuss, wenn man drin ist, sondern am Berg ist der Genuss eigentlich meistens nachher. Also in eine schwierige Wanderung hat immer mit Angst zu tun. Das ist ein Abenteuer und ein richtiges Abenteuer ist immer eine unangenehme Situation. Und die will man bestehen, man will eigentlich raus. Aber das Erleben drin ist so intensiv und wenn man es dann noch gut macht und man merkt, es ist schwierig, aber ich habe es im Griff, dann ist das so intensiv und gut. Und das sucht man immer wieder. Die Herausforderung war Uli Stecks Antrieb. Seine Frau, mit der er über viele Jahre verheiratet war, möchte nicht vor die Kamera treten. Sie schreibt uns, sie hätte nicht immer gewusst, ob er von den schwierigen Expeditionen zurückkehren würde. Sie habe erlebt, wie er mit den Höhepunkten und Tiefschlägen in seinem Leben gewachsen sei.
Gemeinsame Erlebnisse in den Bergen habe beiden die Kraft gegeben, schwierige Situationen zu meistern. Die Zeit zu Hause war für Ueli Steck aber oft schon die Vorbereitung für das nächste Abenteuer. Und ich persönlich habe wirklich Mühe, mal zu sagen, hey, jetzt ist mal 2 Monate easy und jetzt lasse ich es mal ein bisschen treiben und gebe mir mal ein bisschen Ruhe. Kommt sicher auch davon, dass ich natürlich, wenn ich mit Leuten rede, ich kann vor einer Expedition zurückkommen, Wochen später einen Vortrag haben. Die zweite Frage ist, was ist dein nächstes Projekt? Also, das ist ja von außen irgendwie, kommt das so immer. Und dort ist es extrem schwierig, auch mal ein bisschen den Fuß vom Gas zu nehmen. Oder? Und das hat schon immer so eine gewisse Leere. Also, ein Ziel zu erreichen ist schön, aber es geht eben auch hinterher. Nach den Alpen richtete Ueli Steck seinen Fokus auf die hohen Berge im Himalaya. Es ist wichtig, gut auszusehen. Gegen dich habe ich eh keine Chance. Du trägst Jeans. Mit ihm unterwegs der Kanadier Don Bowie. Ueli Steck will testen, wie sein Körper die Höhe verträgt. Okay. See you guys later. Er war bereits auf der Shisha Pangma. Als nächstes wartet der Cho Oyu, ein Einstiegs-8000er für Bergsteiger aus der ganzen Welt. Hallo. Oh. C'est... Hallo. Hallo. Comment ça va? How are you? T'appelles Costoza. Ueli war hier bekannt. Hallo, Sir. Das ist ganz anders als bei Ueli. Er braucht für den Berg 18 Stunden, wir 18 Tage. Lach nicht, das ist wirklich so. Doch für einmal lief auch bei Ueli Steck nicht alles rund. Sein Körper streikt. Trotz Magenverstimmung gibt er nicht auf. Er kämpft sich auf den Gipfel. Eine neue Erfahrung für ihn. Gehen wir wieder runter. Was Richtiges essen. Ausruhen. Mein Kopfweh loswerden und seine Magenprobleme. In einem Hotel erholen sie sich von den Strapazen. Wir sind in Nialam, um uns zu erholen für 5 Tage. Und so sieht's hier aus. Und das für nur $70 pro Tag. Alles Essen inklusive. Es ist wie Las Vegas. It's like Las Vegas. Ciao, du. Alles klar? Ja, klar. Ciao. Hallo. Uelis ältester Bruder René wohnt mit seiner Familie in Langnau im Emmental. Auch er ist kein Bergsteiger. Mir kommt einfach immer in den Sinn, wenn ich bestimmte Situationen habe. Jetzt zum Beispiel, wenn ich sein Velo brauche, jeden Tag, wenn ich das vornehme, kommt mir das wirklich in den Sinn. Oh, das ist noch ein Hülo. Oh, da ist noch ein bisschen vom Sattel weg. Das hat der dann jetzt eine Ranze geschlagen oder so irgendetwas. Und ja, also für mich ist er nach wie vor sehr präsent. Ja. Hat es eine Rolle gespielt, dass er die jüngste Familie war? Ja, definitiv.
Ja, der ist ja recht drunter gekommen, oder? Wir zwei waren älter, wir haben auf den Ring gegeben, aber im Kleinen haben wir nicht dürfen, oder? Das ist klar, darum ist er auch gegen mitgeschleppt worden, oder? Ja. Der ist schon recht zäh aufgewachsen, würde ich jetzt mal sagen, glaube ich. Nicht, dass sie ihn geplagt haben, aber Uli hat das wollen. Ja. Er hat schon gerne geschaut, dass er gleichwertig ist wie sie. Ja, ja. Er hat immer sich dermaßen auf ein Ziel fokussiert und ist eigentlich immer glücklich gewesen, wenn er es erreicht hat, eigentlich egal was. Also insbesondere auch beim Velofahren. Das war ja nicht sein Ding, oder? Er hat Freude gehabt, haben wir das Türchen machen und sind wir angekommen. Als Ueli Steck 2015 alle 4000er der Alpen ohne Auto und Bahnen zurücklegte, waren die Brüder für einmal gemeinsam unterwegs. Ueli wie immer voraus. Wir probieren schon immer auf die Spitze zu treiben, eben mit dem Velo runterfahren, oder? Dann probieren wir schon, ob es noch etwas mal liegt, oder? Ja. Hat etwas mit Ehrgeiz zu tun, nehme ich an, ja. Jetzt tun wir verwohnen, dass wir Sicherheit erhöhen. Wir Sicherheit erhöhen. Sie haben ein bisschen Angst, dass wir den Pneu ablieren, wenn ich runterfahre. Aber ich fahre ja nie schnell. Wir wissen mittlerweile, wie er runterfährt. Wegen dessen müssen wir den Pneu noch anleimen. Wenn wir zusammen waren, haben wir über alles andere geredet und nicht über den Berg gestiegen. Aber mir ist sicher, haben wir es verfolgt. Du warst schon stolz auf das, was er gemacht hat. Aber nicht, dass wir jetzt Alltag hätten müssen anrufen und fragen, was bist du jetzt gerade machen? (2011) versuchte sich Ueli Steck am höchsten Berg, dem Mount Everest. Von Tibet aus, direkt nach dem Cho Oyu. Weißt du was? Wir haben eine Heizung in unserem Zelt. Wieder mit dabei der Kanadier Don Bowie. Wie am Cho Oyu ist er derjenige, der filmt. Sie sind ohne Sauerstoff unterwegs, im Gegensatz zu fast allen anderen am Berg. Alle anderen Teams hier oben in diesem Camp haben ständig diese Atemmasken auf, wegen des Sauerstoffs. Sie sehen aus wie die Star Wars-Figur Darth Vader. Wir kommen uns hier oben vor, als wäre rund um uns eine Bombe losgegangen. Like a bomb went off on the Starship Enterprise. Den Gipfel auf 8.848 Meter erreichten sie nicht. Ueli Steck kehrte nur 100 Meter vor dem Ziel um. Er spürte wegen der Kälte seine Füße nicht mehr. Das ist ein entscheidender Punkt, oder? Dass man auch akzeptieren kann, dass man scheitert. Und sich da aber auch nicht irgendwo kaputt macht. Und das ist ja im Training immer und immer wieder so, dass man eigentlich scheitert. Und mit dem musst du umgehen können. Und das ist genau dort, wo viele Leute scheitern im Leben. Sie haben nicht den Mut, etwas zu probieren. Ein Jahr später. 6400 Meter Everest. Wir sind zusammen mit dem Tenzing hochgekommen heute Morgen. Unsere Idee ist, es geht übermorgen South-Goal. Aber ja, es hat so ein Problem mit Steinschlag und ein bisschen eisig, ist nicht ganz ideale Verhältnis dieses Jahr. Aber ich glaube, es wird schon noch gehen. Wieder ist er praktisch der Einzige ohne Sauerstoff. Sein Partner Tenji war früher Sherpa.
Heute ist er selber Bergsteiger. Ueli Steck war sein Mentor. War ein langer Tag heute, Tenji. Ja, zu lange. Es ist wirklich windig. Ja, aber nicht kalt. Nein. Käse, Brot und Salami. Sogar auf 8000 Meter ist einfach das Beste. Sogar Tenji schmeckt's. Ja. Wir müssen ganz klar sagen, Mount Everest ohne Sauerstoff zu klettern, ist eine riesige Herausforderung. Also das ist knüppelhart. Das geht recht gut bis 8,5 und dann irgendwann wird es ziemlich streng. Dann machst du manchmal 3-4 Schritte, dann musst du anhalten. So kommst du nie auf den Gipfel. Doch diesmal schaffte er es. Danach wollte Ueli Steck schwierigere Wände besteigen. Ihm war immer bewusst, wie gefährlich es ist. Mit Bergsteigerkollegen spricht er im Everest Base Camp über seine Ängste. Diese Privataufnahmen von Don Bowie zeigen eine Seite, die er normalerweise in der Öffentlichkeit nicht preisgab. Und du musst aufpassen, dass du nicht immer mehr willst, weißt? Gut, du fährst jetzt natürlich auch ein bisschen mehr von nachdenken. Ja, nein, aber... Ja, weißt du, schon... Ja, aber das habe ich immer gemacht. Ja, aber weißt du, mehr von nachdenken, wirklich, was geht noch, was geht nicht. Ja. Weißt, nein, und dann ist natürlich auch, du hast eine Frau daheim und dann hast du sie gern, oder? Und es geht auch um die eigene Haut. Ja, klar. Ja, aber du das exponierst die extrem. Also weißt du, ein Speed-Ascent zu machen oder einfach so loslaufen, Shisha Palma, da gehst du ein anderes Risiko ein, als jetzt hier noch Everest probieren. Ja. Oder? Und je mehr du es machst, du kannst die Geschichte vom Bergsteigen schauen. All die starken Franzosen. Du bist jeden Tod ausser der Profit. Ja. Aber der Profit hat gesagt, weißt du was, für mich ist gut, ich bin jetzt Bergführer. Genau. Ich muss es gleich machen, wie einen Schnitt machen für mich selber und sagen, hey, das ist vorbei. Weißt du, ich habe mit nicht erreicht. Jetzt, wenn ich ein Everest für mich selber oder noch, wieso nicht, K2 besteigen für mich, ist es gut. Über seine Ängste, zu weit zu gehen, das Limit zu überschreiten, hat er mit seiner Familie nie gesprochen. Ich denke, er hat so bewusst separiert, wem er was erzählt. Dass man sich nicht Sorgen macht um irgendetwas. Er hat das, glaube ich, gut handeln, was, wo, welche Informationen her sollen. Ja, also ich habe gewusst, dass er wie so ein Risikomanagement macht. Und er hat mir auch einmal gesagt, schau, ich erzähle dir einfach möglichst wenig. Und ich habe das auch so akzeptiert. Oder? Ich habe aber genau gewusst, dass er mit dem umgeht. Oder? Also, dass er muss mit dem umgehen muss. Und was er auch wollte mit dem bezwecken, ist, dass er unsere Eltern nicht belasten will. Er hat niemand anders belasten als sich selber. Das war immer sein Credo. Oder? Ich habe das Gefühl, wir können uns das gar nicht vorstellen, weil wir waren gar nie in solchen Situationen. Und das ist ja dann auch die Schwierigkeit, für es so fassbar zu machen. Oder? Ich denke, das geht nicht nur uns so, das geht den meisten Leuten so. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet hat, was er gemacht hat. In Namche Bazar reist David Göttler jetzt zum Everest. Ich gehe nach Thangboche, Chukung, Everest Base Camp, dann Everest. So, jetzt geht's los. Bis dann. Ciao. Rennend, so wie er es früher mit Ueli gemacht hat.
muss ich noch kurz... Du musst schauen. Ja, wegen dem Biol. Du musst schauen mit dem Most. Maurizio Follini und Robert Bösch sind ebenfalls Richtung Everest unterwegs. Nicht zum Bergsteigen, sondern zum Fotografieren. Jetzt bin ich hier bei dem berühmten Kloster angekommen, Tengboche, da wo damals der Uli dann eingeäschert wurde. Robert Bösch war bei der Bestattung von Urli dabei. Auch die Eltern waren damals nach Nepal gereist. Die Brüder tauchten ein Jahr später in Urlis Welt ein. Du merkst eigentlich, dass es wieder wichtig ist im Leben. Oder weil, sind wir ehrlich, es kann jeder irgendwann treffen, dass du einfach stirbst. Ich spüre Uli so viel mehr jetzt, als wenn ich das nur von seinen Schilderungen gehört habe. Das Zwischenmenschliche, warum dass er so eine grosse Meinung hatte von diesem Land, das habe ich erst begriffen, als ich bei dir war. Und das kann ich nachvollziehen jetzt, ja. Und mir denkt auch, es war gut, sie sind über ins Land gesehen, wie wir. Eben, einfach Ulis zweite Heimat. Urli Stecks Vertrauen in die Menschen in seiner zweiten Heimat wurde 2013 erschüttert. Er war unterwegs an den Everest mit dem Italiener Simone Moro. Schon damals plante er, die beiden 8000er Everest und Lhotse zu verbinden. Am Berg kamen sie Sherpas in die Quere, die Fixseile für zahlende Klienten einrichteten. Der Italiener beleidigte die Sherpas. Das Ganze eskalierte im Lager weiter unten. 80 Sherpas umringten die Zelte, wollten Genugtuung. Urli Steck saß mitten im Tumult. Zwischen ist so sehr viele grosse Steine haben sie ins Zelt hineingeschossen. Also, wenn man solche Steine durchs Zelt hineinschiesst, wenn die das bricht, müssen wir nicht diskutieren, was passiert. Also, es war sehr eine schlimme Situation, die einfach außer Kontrolle war. Und die Sherpas wollten nur noch eins, die wollten einfach Blut sehen oder so. Und die haben gesagt, die bringen uns um. Also das war wirklich die Situation. Und für mich war es so perfid. Also ich habe so manchen Berg bestiegen, bin so viele Risiken eingegangen in meinem Leben, ist irgendwie alles gut gegangen. Und jetzt wirst du im Lager zu einem Everest von einer Horde Sherpas umgebracht. Das war so meine Gedanken. Mit der Todesgefahr am Berg konnte er umgehen. Nicht aber mit dieser lebensbedrohlichen Situation durch Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hatte. Die zwischenmenschlichen Geschichten mit den Sherpas, das hat ihn extrem beschäftigt. Er ist von Grund auf ein guter Mensch, oder? Und er hat immer das Gefühl, er macht es richtig und probiert es auch und hilft, wo er kann. Und dass diese Einstellung irgendwann einfach zusammengefallen ist, das hat ihn extrem beschäftigt. Ja. Ich glaube, das ist
der tiefste Punkt gewesen, ja, von seinem Wirken. Ja, ich denke schon. Ja. Er brauchte lange, um dieses Trauma zu verarbeiten. Er zog sich zurück und trainierte nur noch. Wollte mit der Außenwelt lange nichts mehr zu tun haben. Jetzt hier oben am Chukungwi. Es ist auch immer so eine super coole Trainingsstrecke von uns gewesen, von Uli und mir. Es ist einfach hier so wirklich im Herzen von den ganzen großen Himalaya-Bergen. Das ist cool. Ja. Jetzt muss ich immer viel denken, wenn ich hier jetzt alleine unterwegs bin. Alles schön irgendwie. David Göttler versucht's alleine auf den Everest. Er ist vermutlich der Einzige ohne Sauerstoff in der Menge am Berg. Er trägt nur eine Kältemaske. Es ist so voll, dass er es nicht auf den Gipfel schafft. Ohne Sauerstoff hat er weniger Reserven und muss auf über 8000 Meter umkehren. Ihm wird der Kommerz am Everest zum Verhängnis. Die letzte Nacht war auch nicht so prickelnd, weil ich habe auf den Schlafsack verzichtet in Uli Stecks bei mir. Aber es war ganz schön kalt und deswegen gehe ich jetzt am Nachmittag noch mit nach Lager 2. So wie der Uli mal gesagt hat, don't epic up there. Das ist mir irgendwie immer hängen geblieben, dass man einfach da oben schauen muss, dass man keinen Schmarrn macht. An den hohen Bergen kann ein Zögern, der kleinste Fehler zur Katastrophe führen. Dessen war sich Uli Steck bewusst. Vor 20 Jahren, als ich ihn kennengelernt habe, von dem ist er Step by Step zu dem außergewöhnlich guten Bergsteiger geworden. Und bei ihm sind einfach die 3-4 Fähigkeiten zusammengekommen, die es braucht, um so etwas zu machen. Sehr grosses technisches Können, Erfahrung an den hohen Bergen, grosse mentale Stärke und dann noch die Ausdauerkraft. Was es heißt, sich an hohen Bergen zu exponieren, erlebte Uli Steck an der Annapurna, einer der gefährlichsten 8000er. Schon 2007 reizte ihn die schwierige Südwand. Mit dabei Robert Bösch. Mit so viel Schnee, das steigt schon nicht mehr ab. Das ist dann nicht mehr lustig. Ich habe das Gefühl, es ist schon nicht so schlimm. Aber hier bei der Wand bin ich überzeugt, es fängt jetzt an mit Lawinen. Und wenn du Glück hast, hast du ein Biwak an einer sicheren Stelle, aber du kannst nicht mehr hinterziehen und nicht mehr vorziehen. Die Route stünde für einen neuen Schwierigkeitsgrad im Himalaya-Bergsteigen. Steck will sie alleine, ohne fremde Hilfe versuchen. Robert Bösch begleitet ihn zum Wandfuß. Viel Glück. Ja, merci, kann ich brauchen. Doch kaum losgeklettert, stürzt er ab. Das ist ein Traum, die bald. Jetzt kann ich nur Spuren haben. Ein Stein hat ihn getroffen. Er erinnert sich an nichts. Unten trifft er Robert Bösch. Sorry. Tut mir leid. Ja, du musst jetzt wirklich nicht leid tun. Hey. Ich habe Pickel vorgenommen. Aber dann ich weiß nicht, wie weit. Ja, dann hat es wahrscheinlich den ganzen Weg oben runtergerührt. Ich war Hunger vor. Das Fähnchen war nicht weit. Du bist wahrscheinlich etwa 200 Meter, du bist noch weit über den Berg schon durch. Ich weiß nicht.
Das ist ein gewaltiger Stein. Darum hast du auch so eine Hirnerschütterung gehabt, dass du gerade das Bewusstsein verloren hast. Ich habe mal so einen bekommen. An einem Bergschuh. Und dann hörst du nichts. Wenn er über den Schnee kommt, hörst du nicht, macht es Bumm. Ich weiß nicht, wie es passiert. Aber ich sage dir eins, so Angst hatte ich noch nie wie dort oben. Das war Horror. Nur ein Jahr später versucht er es erneut. Diesmal zu zweit. Dann ein Hilferuf. Der Spanier Iñaki Ochoa ist höhenkrank. Ueli Steck eilt ihm mit Medikamenten zu Hilfe. Ohne richtige Ausrüstung, die schon in einem anderen Lager ist. Nach 2 Tagen erreicht er ihn. Dem Spanier geht es schlecht. Er bleibt bei ihm im Zelt, bis dieser stirbt. Um jemand anderem zu helfen, erreicht Ueli Steck sein Ziel wieder nicht. Jahre vergehen, bis es Ueli Steck zum 3. Mal versucht. Einem französischen Kamerateam erklärt er, was ihn antreibt. Nach dem 2. Versuch habe ich zuerst gedacht, ich gehe nicht zurück. Das ist nicht mein Berg. Erst jetzt, nach 5 Jahren, bin ich wieder hier. Du beginnst nachzudenken, es lässt dich nicht los. Ich habe es nie richtig versucht. Ich hatte nie richtig die Chance, es wirklich zu versuchen. Wieder mit dabei der Kanadier Don Bowie. Die Route an der Annapurna geht 2600 Meter die Südwand hoch. Über einen schwierigen Felsriegel. Bis hinauf auf den Gipfel auf 8091 Meter Höhe. Die Verhältnisse scheinen dieses Jahr perfekt. Doch dann ein Dämpfer. Ich bin um 3 Uhr aufgewacht, mit Schmerzen im Hals. Jedes Mal, wenn ich nach Nepal komme, werde ich krank. Ich weiß nicht, ob es der Staub in Kathmandu ist. Meine Lungen sind langsam anfällig. Ueli Steck will unbedingt hinauf. Große Berge können Angst machen und lähmen. Auch Ueli Steck kennt diese Angst, aber er will sich nicht einschüchtern lassen. See black point in the middle of that? Ja. Wir müssen es versuchen. Ja, ich verstehe das. Ich will auch. Wenn wir zu lange warten, haben wir nur eine Nacht. Ich will wieder unten sein, wenn das Wetter umschlägt. Am Tag, an dem der Sturm angesagt ist, bin ich wieder hier. Der Kanadier Don Bowie ist gesundheitlich wieder fit und die beiden brechen auf. Doch als es losgeht, sagt Don Bowie plötzlich, er komme nicht mit. Ehrlich gesagt, ich habe da oben kein gutes Gefühl gehabt. Es ist eine schwierige Wand. Ueli ist einer der besten, wenn nicht der beste Bergsteiger der Welt. Ich bin einfach nicht so gut wie er. Das Gelände war mir zu schwierig. Und dann hatten wir auch noch ziemlich Steinschlag, als wir letztes Mal oben waren. Ich kam mir so alleine vor. Da bin ich halt einfach losgegangen. Ich gehe hoch zum oberen Lager, schaue, wie die Bedingungen sind. Keine Sorge, ich melde mich. Obwohl er sich alleingelassen fühlt, er gibt nicht auf.
Er ist allein in der großen Wand. Es hat viel Wind und gefährliche Schneelawinen. Und er stürzt deswegen fast ab. Ich konnte mich nur noch an den Pickeln festhalten. Dann hat es gedrückt und gedrückt. Irgendwann hörte es auf. Ich bin fast runtergefallen. Habe nur so gezittert. In dem Moment ist bei mir ein Schalter umgekippt. Am Anfang war alles easy. Dort habe ich realisiert, du bist allein in einer riesigen Wand. Und vielleicht kommst du nie mehr nach Hause. Ich war wirklich völlig ausgesetzt. Dann habe ich es einfach akzeptiert. Dann kommst du halt nicht mehr nach Hause. Okay. Peut-être tu rentres pas à la maison, mais c'est égal quoi. Er hat doch gesagt, ihr nehmt den warmen Schlafsack mit. Ich wusste, er meint es ernst, weil er sein Telefon nicht vom Basecamp hochgebracht hat. Seine Kollegen unten im Lager haben keine Ahnung, was sich oben am Berg abspielt. Wir müssen abwarten. Bis zum Morgen. Vielleicht sehen wir seine Lampe. Oder er kommt plötzlich in unser Zelt mitten in der Nacht. Ueli Steck ist oben, in seiner eigenen Welt. Er wartet in einer Gletscherspalte, bis sich der Wind legt, klettert weiter und kommt in der Nacht auf den Gipfel. Die Verhältnisse müssen so gut sein, der Fels muss irgendwie so ein bisschen mit einer Eis-Schneeschicht verkleistert sein. Und da haben auch die Eisgeräte auch gut gehabt und das hat er realisiert. Und darum hat er sich entschlossen, das auch durchzuziehen. Als ich auf dem Gipfel war, war ich gar nicht sicher, ob ich wirklich oben war. Es war dunkel. Dann ist mir plötzlich aufgegangen, oh mein Gott, ich bin hier auf 8000 Meter oben. Unter mir sind 2600 Meter. Und du willst nur noch runter nach Hause. Die Freunde unten bangen. Am Morgen taucht er wieder auf. Ganze 28 Stunden lang ist er unterwegs gewesen. Okay, you're rolling. Das geht mir zu schnell. Ich bin todmüde. Habe seit mehr als 24 Stunden nicht geschlafen. War fast die ganze Zeit in Bewegung. Es waren wirklich wahnsinnig gute Bedingungen. Das hatte ich auch an der Shisha Pangma. Das hast du nur einmal im Leben und dann musst du einfach gehen. Du kommst wie von einem anderen Planeten zurück. Ich konnte meinen Kollegen nicht erklären, was ich da oben erlebt habe. Ueli Steck hat damit eine neue Dimension im Bergsteigen aufgezeigt. So schnell, völlig allein, das hatte noch nie jemand geschafft. Ich war bereit, sehr weit zu gehen, sogar zu sterben. Das hatte ich noch nie.
Nur so kannst du wahrscheinlich so etwas machen. Sonst machst du das nicht in diesem Stil. Für diesen Berg war er bereit, sein Leben zu lassen. Die Tragik der Geschichte: Er hatte keinen Beweis dafür, dass er tatsächlich oben war. Das muss ein unglaublich brutaler Moment gewesen sein, als er runtergekommen ist. Und ich meine, da hat er keinen Gedanken an das verloren. Und er kommt runter, er kommt auch wieder in die Sicherheit zurück. Er hat es überlebt. Der ganze Druck, der sich bei ihm über Jahre aufgebaut hat, weil er hat das über Jahre verfolgt, das Projekt. Und dann ist das alles weg. Und dann kommt relativ schnell die Frage, ja, kannst du es beweisen? Und dann wird es ihm sofort klar gewesen sein, er kann es nicht beweisen. Also wenn man ihm dort, wenn ihn niemand wirklich gesehen hat von unten, er hat keine Kamera mehr gehabt und er hat da oben es dunkel gewesen. Und er hat auch nicht irgendeinen GPS-Uhr oder etwas eingeschaltet gehabt. Also er hat gewusst in dem Moment, er wird es nie können wirklich beweisen. Ueli Steck wurde als Lügner betitelt. Selbst gute Freunde glaubten ihm nicht. Das ist schon heftig. Das geht dir schon nach. Und ja, ich glaube, so viel Zeit bei uns im Büro wie dann hat er nie vorhin und nachher gehabt. Und da hast du einfach gemerkt, dass das nicht gut ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich irgendwie mit etwas aufspielen in seinem Leben. Nein, das ist nicht sein Ding. Das ist, aber ihm nicht glauben, das ist für ihn fast nicht nachvollziehbar gewesen. Weil er war so ein gutgläubiger Mensch, dass das für ihn einfach nicht vorstellbar war, dass das jemand nicht glaubt. Oder? Der Höhepunkt war auch ein Tiefpunkt. Er spürte, dass es Zeit war, mit dem Extrembergsteigen aufzuhören. Bei einem seiner Sponsoren unterschrieb er für eine neue Karriere als Produktdesigner. (2017) wollte er aber noch ein letztes großes Projekt wagen. Er war 40 Jahre alt, so fit wie noch nie. Erneut sein Plan: die Verbindung der 8000er Everest und Lhotse, ohne Sauerstoff. Das hatte noch nie ein Mensch geschafft. Es ist ein Ausdauerproblem, oder? Irgendwann magst du einfach nicht mehr und dann musst du wieder absteigen. Und du hast eigentlich überall einen Exit. Also von dem her ist es jetzt nicht irgendwie ein One-Way-Ticket. Also habe ich für mich das Gefühl, es ist ein vertretbares Risiko. Und für mich ist es bewusst das Projekt, das ich gewählt habe, weil ich gemerkt habe, also ich habe mich schon in den letzten Jahren auf einem Niveau bewegt, wo ich weiss, wenn ich so weiterfahre, dann klebt es irgendwann, dann kommt es nicht gut. Und das hier ist ein Projekt, das ich gleich für mich selber eine sportliche Challenge habe, aber es ist wirklich eine sportliche Challenge, entweder mag ich oder mag ich nicht, und nicht irgendwie eine Harakiri-Aktion. Das Projekt würde er zusammen mit seinem Freund Tenji Sherpa angehen, mit dem er 2012 schon am Everest war. Auf den Everest, über die Normalroute absteigen in Südgol. Von dort gehen wir über ein Band rein, traversieren wir rein in die Normalroute vom Lhotse auf den Gipfel. Und dann, wenn wir mal dort sind, geht es gerade runter ins Western Kum und wieder vorne ins Lager 2. Er hat zu mir gesagt, das ist das letzte Mal, wo er hierher kommt, oder? Und etwas extrem macht am Everest. Oder? Das ist, wahrscheinlich hat er schon die Gedanken gehabt, um vielleicht schon auch andere Sachen zu machen, oder? Aber langsam so runterfahren, denke ich, das hat er schon gehabt. Das ist auch normal, oder? Kurz vor seiner Abreise ging er mit dem Vater noch auf eine Skitour. Am Sonntag, bevor er auf Nepal hat, Vater, wir gehen die Woche zusammen über die Lötschenlücke. Er hat noch Termine abgesehen, alles. Ja.
am Buchen auf der Bahn, ich hatte immer ein so gutes Gefühl. Das hat es nie gegeben vor ihnen. Das spontan nicht. Ich musste ein bisschen leiden und zuletzt raus, aber das hat gelohnt. Das ist einfach die letzte Erinnerung, oder? Ich glaube, das vergisst du nie. Die letzten Aufnahmen von Ueli Steck im Everest Base Camp. Drei Jahre ist es nun her, dass ihn seine Freunde Robert Bösch und Maurizio Follini im Everest Base Camp treffen wollten. Der Zufall will es, dass auch Tenji Sherpa hier oben ist, mit dem Ueli Steck eigentlich nach dem Nuptse auf den Everest wollte. Er war wie mein Bruder. Es war eine der schwierigsten Zeiten in meinem Leben. Ich werde Ueli nie vergessen. Auch nicht, was ich von ihm gelernt habe. Ja, ich glaube, er hat sich gefreut, hier hochzukommen. Also an den Berg zu gehen. Und ich meine, das ist die Welt von Ueli. Also ich meine jetzt nicht der Rummel da im Basecamp, also ganz das Gegenteil. Aber das, was da oben ist und die Intensität, die man beim Bergsteigen erlebt. Und ich glaube, das war seine Welt. Für das hat er trainiert, für das hat er gelebt. Eigentlich wollte Ueli Steck auf dem normalen Weg Richtung Everest, um sich an die Höhe zu gewöhnen. Doch dann lockte ihn doch wieder die Herausforderung: der Nuptse. Möglicherweise hatte er diesen Berg als dritten nach Everest und Lhotse ins Auge gefasst. Am 9. war der Unfall, war schon sehr nah am Gipfel. Also es ist mit Sicherheit sehr gut gelaufen. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres für einen Bergsteiger, als wenn er merkt, ich bin zu Weg. Es ist zwar schwierig, aber ich habe es im Griff und ich komme gut vorwärts. Und darum glaube ich, was auch immer passiert ist, der Ueli war bis zu diesem Moment ein glücklicher Mensch gewesen. Und für uns ist einfach auch noch gut, wir haben ihn gefunden. Oder? Und wir konnten Abschied nehmen. Ja. Und nicht nachher einfach noch den Gedanken haben, oh, wann kommt er führen? Wann müssen wir dort drüber und sagen, ja, es ist nicht so. Und es war ja sie, kann man sagen, die zweite Heimat gewesen, oder? Heute erinnert im Bergsteigerfriedhof am Everest eine Stupa an Ueli Steck. An seinen Drang, Neues zu wagen, sich selber zu übertreffen. In Tibet heißt ein Sprichwort: lieber einen Tag als Tiger, als 1000 Tage lang ein Schaf.